Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich mich mal hier hin, weil eigentlich ist ja hier mein kleines Hobbyräumchen. Hobby ist auch schön. Ich bin Keramikerin und habe mir hier so einen kleinen Raum eingerichtet, in dem ich dann immer mal ein bisschen was zeige, was man vielleicht als kleiner Hobbykeramiker auch mal nachmachen kann. Und deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch mal jetzt von hier meine Position. Aber ich möchte heute eigentlich was ganz anderes vorstellen, weil ich möchte auch Künstler immer zu mir einladen. Also Kunst ist sehr schwer im Internet zu verkaufen und überhaupt durch die Zeit bedingt natürlich auch sehr schwer. Und deswegen möchte ich heute eine Künstlerin vorstellen, die sich der Natur völlig gewidmet hat. Also der Natur, die Natur, die Bäume, die Äste, alles, was sie gefunden hat, hat sie in mühevoller Kleinarbeit geschliffen, poliert, hübsch gemacht, als Dekoration für daheim, vielleicht sogar als Lampe, als Uhr hat sie es teilweise. Und ich möchte gar nicht viel erzählen. Jetzt kommen die Bilder. Viel Spaß beim Zuschauen wünsche ich euch. Die Gudrun, so heißt die Künstlerin, hat hier wirklich ganz viel Fleißarbeit geleistet, indem sie erstmal schon nur in die Natur gegangen ist und ganz viele Projekte für sich entdeckt hat, die sie da schleifen und bearbeiten kann. Weil manches ist ja schon sehr irre, das so jeden Ast davon zu schleifen und zu bearbeiten, sodass da eine geniale Figur entsteht eigentlich. Ne? Also man könnte wirklich seine Fantasie ja walten lassen, indem man sagt, was könnte das sein? Das ist ein Tier zum Beispiel, das vielleicht auf der Flucht ist. Ne? Hier ist eine ganz normale Uhr, die uns die Zeit anzeigt. Und das ist auch so eine Wurzel, die schon sehr fantasievoll ist, so muss man sagen. Sogar richtige Gartenskulpturen hat sie gemacht, also ganz viele jetzt dabei, die ich auch sehr, sehr nett finde, weil im Garten wirkt sowas ja natürlich total schön, weil die Natur dann nochmal wiedergespiegelt wird, ne? So in diesen schönen Formen. Und die Kugeln finde ich ja auch ganz, 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 ganz schön. Und hier ist eine Figur, die heißt, glaube ich, der Durchblick, passt wunderbar. Hier ist wieder eine irre Fantasie, die dann auch nachher wirklich wie ein Baum aussieht. Ne? Also ich finde das sehr schön. Und diese Verbindung mit den gedrechselten Kugeln, die hat sie sehr gut hinbekommen. Also auch diesen Ausschnitt von einer Platte, einer Holzplatte, immer in Verbindung mit einer anderen Figur, das harmonisiert in dieser Naturwildnis, da ist nichts gerade, nichts akkurat, es ist einfach so, wie es die Natur geschaffen hat. Und man kann dennoch irgendwas fantasieren da drin. Ne? Das sind ja alles wieder diese schönen Gartenfiguren, die sie da an den Garten gestellt hat. Und das ist doch, denkt man, da sitzt ein Vogel. Es ist echt genial. Und hier sind immer diese wunderschönen getrackelten Kugeln, die natürlich durch die Natur bedingt Risse haben und die dann aufgefüllt werden. Mit Harzen oder Resin, schätze ich mal. Und das wirkt ja auch super, super schön. Und hier auch mit dieser Wurzel da ringsrum eine sehr schöne Kombination. Das sind alles Wurzelgebilde, die entweder mal quer aufgesägt oder genau gelassen wurden. Man glaubt gar nicht, dass diese Wurzeln so verzwickend und so wirr in diese wachsen, ne? Ist schon faszinierend. Das ist total faszinierend. Und diese Kombination finde ich ja wirklich sehr, sehr schön mit dieser Kugel da in der Mitte und dem Holz ringsrum und diesem Wurzelholz oder diesem Baum, was es mal war. Also diese Kombination gefällt mir sehr schön als Ständer und als Projekt sich in die Wohnung zu stellen, wenn man Platz hat, warum nicht, ne? Also also wer das haben möchte, wer da Interesse hat, der darf mir eine E-Mail schreiben. Ich würde die Verbindung weiterleiten an die Gudrun und ihr könnt dann kommunizieren, was ihr dafür ausgeben würdet wollen, wenn es denn noch da ist. Einfach schreiben. Ich würde das weitervermitteln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist mal was ganz anderes und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!